In diesem Video zeige ich euch meinen ausgebauten Ford Transit. Den Camper habe ich 2019 ausgebaut. Leider hat es 5 Jahre gedauert, bis ich geschafft habe, dieses Video hier zu machen. Vorne ist das meiste original geblieben. Ich habe nur ein Radio mit Bildschirm mit Rückfahrkamera eingebaut. Außerdem habe ich eine USB-Steckdose eingebaut, die mir zusätzlich die Spannung der Starterbatterie anzeigt. Eine dicke Taschenlampe, die man zur Not jemanden über den Kopf hauen kann, darf natürlich auch nicht fehlen. In den Bus habe ich ein Bett und ordentlich Stauraum eingebaut. Ein sicherer Platz für mein BMX ist natürlich auch vorgesehen. Das Bett lässt sich einfach ausziehen. Ausgezogen hat es eine Liegefläche von knapp 1,40 Meter auf knappe 2 Meter. Da kann man auch entspannt zu zweit drauf schlafen. Der hintere Teil des Betts lässt sich als Rücklehne hochklappen. Den Klappmechanismus habe ich aus meinem Bett ausgebaut. Das funktioniert sowohl mit eingeschobenem als auch ausgezogenem Fußteil. Mir war wichtig, dass sich das Bett während der Fahrt vollständig einklappen lässt, damit ich hinten aus dem Fenster rausschauen kann. So kann man sich entweder im Bett aufsetzen und einen Film schauen oder das Ganze als Sitzbank nutzen. Die Schranktür lässt sich als Tisch hochklappen und bei Bedarf verlängern. Auch das funktioniert sowohl, wenn das Fußteil des Bettes eingeschoben, als auch wenn es ausgezogen ist. Die Tischverlängerung ist immer griffbereit mit Magneten unter der Rücklehne befestigt. Der Platz unter der Rücklehne kann zudem auch als Arbeitsfläche für die Küche verwendet werden. Die Küche befindet sich hier in dem Auszug. Hier im Seitenfach befindet sich noch ein zweiter Kocher, falls man mal was anderes als Nudeln mit Pesto essen möchte. Hier in die Fächer gehören eigentlich solche Euroboxen. Zum Kaffeetrinken gibt es hier noch diesen ausklappbaren Stehtisch. In dem Seitenfach habe ich außerdem noch einen Scotty-Grill und einen Regenschutz. Eigentlich hätte ich lieber einen Transit mit Heckklappe, dann bräuchte man diesen Regenschutz nicht. Leider gibt es die nicht so häufig wie die mit Hecktüren. Den Regenschutz kann man einfach über die Türen hängen und mit 2 Magneten befestigen. So kann man auch bei Regen im Trockenen kochen. Um im Wald zu kacken, habe ich hier einen Klappspaten. Auch Motoröl und sonstige Flüssigkeiten für den Bus sind hier in der Seite untergebracht. Die Sachen zum Duschen, Waschen und Abspülen sind hier in der kleinen Eurobox untergebracht.
Den Seifenhalter habe ich 3D gedruckt. Der lässt sich an der Eurobox einhängen und mit Magneten an der Karosserie befestigen. Zum Duschen habe ich so eine Standard-Campingdusche. Um die an der Karosserie zu befestigen, habe ich mir eine Magnethalterung gedruckt. Die Dusche muss in eine Zigarettenanzünder-Steckdose eingesteckt werden und die Pumpe ins Wasser gehängt werden. Dafür habe ich extra einen Kanister mit größerer Öffnung. Meine Wasserkanister habe ich hier hinter dem Campingtisch. Durch das Verschieben des Tisches kommt man auch an die Kanister, ohne das BMX wegmachen zu müssen. Und so kann man wunderbar duschen. Für den Notfall habe ich hier in der zweiten kleinen Eurobox eine Toilette. Da lässt sich einfach eine Tüte einhängen. Damit es hinterher weniger peinlich beim Entsorgen ist, empfiehlt es sich hierfür eine blickdichte schwarze Tüte zu nehmen. Um die Flüssigkeiten aufzusaugen, kommt dann noch ein bisschen Katzenstreu oder ähnliches in die Tüte. Für die Fenster hinten habe ich blickdichte Vorhänge mit Magneten genäht, die einfach an der Karosserie befestigt werden können. An der Schiebetür habe ich ein Camping-Aufstellfenster eingebaut. Ringsherum habe ich einen Klettverschlussstreifen angebracht. An diesem kann entweder ein Vorhang, den ich genäht habe, angebracht werden oder ein Mückennetz. Vorne lässt sich einfach der Vorhang zuziehen. Alle Vorhänge sind blickdicht, auch wenn innen das Licht an ist und es draußen dunkel ist. Hier oben habe ich 2 Fächer, in die in der Regel die Klamotten kommen. Im rechten Fach ist außerdem eine USB-Steckdose verbaut. Dort kann man versteckt das Handy laden oder eine Lichterkette anschließen. Hier unten habe ich ein großes Fach mit Schiebetüren, in dem die Campingstühle und sonstiger eher länglicher Kram drin ist. Alle Fächer sind so ausgelegt, dass man auch an sie drankommt, wenn das Bett ausgezogen oder hochgeklappt ist.
Hier in der Ecke ist noch ein großes Fach für Rucksäcke oder so. In die 2 Schubladen hier kommt in der Regel die Unterwäsche. Und hier daneben ist die Kompressor-Kühlbox. Hier sieht man noch die Lichterkette, die nachgerüstet wurde, weil sich beschwert wurde, dass die Deckenlichter zu hell seien und kein schönes Licht machen. Das BMX lässt sich schnell rausnehmen, damit wir auch den Rest gut zeigen können. Hier ist der Campingtisch und die Wasserkanister. Der Campingtisch sollte schon seit längerem eine neue, schönere Tischplatte bekommen. Der vordere Wasserkanister kann auch rausgenommen werden, wenn das BMX im Bus ist. Den kann man entweder direkt hier hinlegen oder hinten auf den Fahrradträger machen, damit vor dem Eingang nicht alles nass wird. Hier an der Seite ist dann noch weiterer Stauraum für alles Mögliche. Eine unaufgeräumte Schublade mit allem möglichen Krusch darf natürlich in keinem Camper fehlen. Hier unten hinter dem Fahrersitz ist dann noch die Bordbatterie und die ganze Elektrik. Das Panel zeigt die Spannung der Batterie an und den Strom, der in die Batterie rein bzw. rausfließt. Der Strom wird dabei mit einem Hall-Sensor gemessen. Hier habe ich 3 Schalter, um die Solarplatte, die Lichtmaschine und die Verbraucher zu- oder wegzuschalten. Darüber ist noch ein KO-Gasmelder. So ist das Ganze angeschlossen. Bitte nicht nachbauen, ohne das vorher zu prüfen. Wenn jemand Kritik oder Verbesserungsvorschläge hat, gerne her damit. Hier oben ist eine Zigarettenanzündersteckdose, eine USB-Steckdose und der Lichtschalter. Außerdem habe ich noch eine kleine Leselampe und ein Blech, um die schönsten Urlaubsfotos aufzuhängen. Bis auf diesen Schandfleck und diese Verschlüsse, die eigentlich mal als Übergangslösung gedacht waren, bin ich mit meinem Ausbau sehr zufrieden. Um zu lüften, auch wenn man gerade nicht am Auto ist, habe ich mir diese Lüftung mit 2 PC-Lüftern gebaut. Das Kabel ist natürlich lang genug, damit man auch noch die Tür aufmachen kann, ohne das Kabel abzureißen. Auf dem super sauberen Dach ist die Solarplatte an 2 Dachträgern montiert. Ein gut zugänglicher Feuerlöscher, auch wenn er nicht besonders groß ist auch nicht verkehrt. Das war's auch schon. Schreibt Anmerkungen, Fragen und Kritik gerne in die Kommentare. Für alle Spießer unter euch habe ich das Auto hinterher auch noch geputzt. Wenn man nicht so ein Idiot ist, hätte man das vielleicht schon vor dem Video gemacht. Ein großes Dankeschön an die eine Schwester fürs Filmen und an die andere fürs Einsprechen des Textes.